Nach 13 Jahren eisigem Schweigen, unzähligen Fake-Leaks und genug Fantheorien, um eine psychiatrische Abteilung zu füllen, ist es endlich soweit. Am 19. November 2026 stoppt die Welt für einen Moment. GTA 6 kommt und es wird die Gaming-Industrie entweder retten oder komplett in Schutt und Asche legen. Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, hat dieses Datum allen Ernstes in einem TikTok-Interview und einem offiziellen Earnings-Call in Stein gemeißelt. Das bestgehütete Geheimnis der Gaming-Welt ist draußen und angeblich hat es ein kolportiertes Budget von gigantischen 2 Milliarden Dollar verschlungen. Wenn man mal den Taschenrechner zückt und die offiziellen Finanzberichte aus den letzten 10 Jahren zusammenrechnet, kommt man für all ihre Studios gerade mal auf 1,4 Milliarden. Ein Budget von 2 Milliarden für ein einziges Spiel ist also mathematischer Unfug, aber es klickt sich halt besser. Egal wie viel es am Ende kostet, das ist genug Kohle, um den Mars zu kolonisieren. Aber Rockstar verballert die Kohle lieber für Echtzeitberechnung der fotorealistischen Wackelphysik. Vernünftig. Apropos Realismus, wenn man den krassesten Leaks und Community-Spekulationen glaubt, geht dieser Wahn so weit, dass dein Charakter in Echtzeit einen Sonnenbrand bekommt, wenn du im Ingame-Supermarkt keine Sonnencreme kaufst. Kein Witz, Dataminer haben das Item Sunscreen im geleakten Code gefunden und auf Reddit hat ein User ernsthaft den Lichtschutzfaktor anhand der von Lushan Farbskala und Schattenwürfen im Trailer berechnet. Das ist kein Gaming mehr, das ist ein Fall für Galileo Mystery. Und als wäre das nicht schon anstrengend genug, gibt es unbestätigte Gerüchte, dass du deine geklauten Autos jetzt anscheinend betanken musst, weil in den Trailern funktionierende Tankstellen und NPCs mit Zapfpistolen zu sehen waren. Nichts schreit mehr nach Flucht vor der Realität, als mitten in einem 5-Sterne-Wanted-Level auf dem Highway liegen zu bleiben, weil das Benzin leer ist. Die Community betet auf Knien, dass es nur eine wilde Theorie bleibt. Letzten Endes muss ein Spiel spielbar bleiben. Unterdessen hat die Community komplett den Verstand abgegeben und benimmt sich wie ein paranoider Aluhutträger im absoluten Koffeindelirium. Falsche Panikgerüchte behaupten sogar, das Spiel werde 750 GB groß. It's all fake news. It's phony stuff. Und was war die 177-Tage-Theorie? Die Besessenen dachten, weil der Abstand zwischen dem alten Release-Datum im Mai und dem neuen im November exakt 177 Tage beträgt, droppt im Mai garantiert der neue Trailer. Und was ist passiert? Der 26. Mai verstrich und Rockstar postete ein lächerliches Update zu Red Dead Online. Diese Theorie ist krachend gescheitert. Die Fans sind jetzt so tief in der Psychose versunken, dass sie auf Reddit ernsthaft die Sauerstoff- und Akustikwerte im Hauptquartier von Rockstar North überwachen. Oh, der Sauerstoffgehalt sinkt um 17 Uhr. Sie müssen gerade alle in einem Raum Trailer 3 schauen. Virgin has been spotted. Go touch some grass, you dork. Und als ob die Fans nicht schon genug am Rad drehen, liefert uns die echte Welt die absolute Peak-Comedy in Form des Florida-Jokers. Der Typ hat Rockstar lautstark verklagt, weil sein markantes Gesicht im Trailer parodiert wurde. Aber nachdem er wohl realisiert hat, dass die Take-Two-Anwälte ihn zum Frühstück fressen, hat er die Klagedrohung ganz offiziell wieder fallen gelassen. Der Plot-Twist? Er rutscht jetzt auf Knien herum und bettelt um einen Synchronjob im Spiel. Während die Hardcore-Fans und Wannabe-NPCs hyperventilierend in Papiertüten atmen, schwitzen die anderen Entwicklerstudios aktuell mehr als ein Ubisoft-Aktionär beim Lesen der Jahresbilanz. Der gesamte Herbst 2026 ist ein toter Friedhof für Neuerscheinungen. Die Industrie nennt das den Blast Radius von GTA 6. Absolut niemand will gegen diesen Goliath antreten. Microsoft hat Fable eiskalt auf 2027 verschoben. Sony hält seine Blockbuster zurück. Jeder Publisher verschiebt seine Games zitternd ins nächste Jahr, um nicht von Rockstars finanziellen Bulldozer zermalmt zu werden. Und die PC-Spieler schauen wieder mal komplett in die Röhre. Rockstar behandelt den PC-Markt weiterhin wie den ungeliebten Stiefsohn. Sie zwingen die sonst so elitäre PC-Fraktion förmlich auf die Knie und schicken sie auf den finanziellen Walk of Shame. Das gute alte Triple Dipping. Als PC-Spieler hast du also genau 2 Optionen. Entweder du versteckst dich für ein Jahr im Luftschutzbunker, um nicht gespoilert zu werden, oder du kaufst dir zähneknirschend eine überteuerte Konsole nur für den Launchtag, um dann mit 30 FPS wie ein Höhlenmensch durch Vice City zu ruckeln. Und als Dankeschön darfst du das Spiel ein Jahr später nochmal für den PC kaufen. Und irgendwann noch die Definitive Edition für PS6. Wenn die Spekulationen von Finanzanalysten stimmen, wird das Basisspiel diesmal 80 bis $100 kosten.
Aber hey, dieses Meisterwerk fordert nicht nur eure finanzielle Existenz, sondern auch die Seelen der Entwickler. Nach den massiven Leaks hat Rockstar mal eben 30 Leute gefeuert und betreibt jetzt Gewerkschaftszerschlagung. Das würde selbst Mr. Burns als ein bisschen zu bösartig bezeichnen. Draußen vor dem Büro wird von der britischen Gewerkschaft protestiert, während drinnen ein enormer Druck herrscht, der Kohle zu Diamanten pressen könnte. Unterm Strich ist GTA 6 ein toxischer Fiebertraum aus Hype, wilden Spekulationen, industrieller Gier und zerbrochenen Träumen. Das Schlimme daran, es wird bei Release die Medienlandschaft dominieren wie eine absolute Naturgewalt.